Das Himmelreich. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Liebe Freunde, viele Wochen lang keine öffentliche Liturgie, keine heilige Kommunion. Ich bekomme manchmal Telefonanrufe von Menschen, die um die heilige Kommunion bitten. Als ich eine Gläubige besuchte, die, um mir den Leib Christi zu reichen, fragte ich sie, welche Veränderungen Corona in ihr Leben gebracht hat. Wie handelst du in dieser schwierigen Zeit? Sie antwortete, ich lerne Jesus und seine Lehren in meinem Leben noch etwas ernster zu nehmen. Ich meditiere stundenlang über seine Lehre vom Reich Gottes. Aber ich habe eine Frage an dich. Warum hören wir heutzutage nicht genug über das Reich Gottes? Liebe Schwestern und Brüder, als ich den ersten Teil von Johannes Kapitel 14 las, begann diese Frage wieder, meine Gedanken zu stören. Jesus, der Weg zum Vater. Das heißt, Jesus führt zum Reich Gottes. Das Himmelreich war das wichtigste Thema der Lehre Jesu. Jesus und Johannes der Täufer begannen ihren öffentlichen Dienst mit derselben Botschaft, in denselben Worten. Matthäus Kapitel 3, Vers 2 und Kapitel 4, Vers 17. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Es ist sehr interessant festzustellen, dass die beiden Vorfälle kurz vor dieser Ankündigung die Tatsache betonen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Versuchung in der Wüste begann mit der Forderung, wenn du der Sohn Gottes bist. Die Authentifizierung vom Himmel nach der Taufe Jesus ist auch dieselbe. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, dies erklärt uns die einfachste und schönste Lehre über das Reich Gottes. Das Königreich, in dem Gott als Vater regiert. Es ist jener Zustand des Lebens, in dem man Gott als Vater akzeptiert und sich selbst als Sohn oder Tochter Gottes erkennt. Die Lehre Jesu ist es, der Welt dieses Bewusstsein weiterzugeben. Lukas Kapitel 17, 20. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es in äußeren Zeichen erkennen könnte. Vers 21. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Unter diesem Titel gibt es ein berühmtes Buch, Das Himmelreich in euch. Gandhi, der Vater der indischen Nation, schrieb in seiner Autobiografie, dass dieses Buch ihn überwältigte und einen bleibenden Eindruck hinterließ. Dieses Buch hatte auch eine große Wirkung auf Tausende von Menschen und veränderte ihr Leben. Es ist der Höhepunkt von
30 Jahren christlichen Denkens Tolstois und beschreibt eine Gesellschaft, die auf einer Interpretation des Christentums basiert und sich auf eine alles umfassende Liebe konzentriert. Universelle Liebe. Matthäus Kapitel 13, 47. Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Johannes 21, Vers 11. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Ich möchte gerne glauben, dass dieser Text, der darüber spricht, dass die Netze nicht zerrissen, obwohl sie mit allen Arten von Fischen gefüllt waren, über diese allumfassende Liebe spricht. Universelle Liebe. Die zwei Aspekte des Reiches Gottes sind folgende. Erstens, ich akzeptiere Gott als meinen Vater und gehe in diesem Bewusstsein in dieses Königreich ein, in dem er als Vater regiert. Zweitens, wenn ich mich mit diesem Bewusstsein umschaue, erkenne ich alle anderen als meine Geschwister. Das Reich Gottes ist dort, wo man die gesamte Menschheit und die ganze Welt als seine Geschwister erkennt. Ich glaube, dies sollte mehr gepredigt werden als alles andere, so wie diese Frau es mir gesagt hat. In Evangelium Gaudium, die Freude des Evangeliums 38, sagt Papst Franziskus über die Priorität Entsetzung von Predigten und Lehren. Das geschieht, wenn mehr vom Gesetz als vor der Gnade, mehr von der Kirche als von Jesus Christus, mehr von Papst als von Wort Gottes gesprochen wird. Also nicht viel über die Kirche predigen, als viel mehr von Jesus Christus. Er ist der Personifikation des Reiches Gottes. Jesus tröstet und lädt seine Jünger zu diesem Bewusstsein ein. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Hier kommt eine der schönsten Aussagen, die die Welt gehört hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Welt hat Religionslehrer gesehen, die versucht haben, der Welt den Weg zu weisen. Berühmte Personen, die die Wahrheit lobten. Führungskräfte, die die Schönheit des Lebens nährten. Aber Jesus präsentiert sich als die Personifikation dieser drei. Jesus sagt nicht, dass er den Weg zeigen kann, aber er behauptet, dass er der Weg ist. Er sagt nicht, dass er nur die Wahrheit sagt, er behauptet, die Verkörperung der Wahrheit zu sein. Er sagt nicht, dass er Leben geben kann. Er sagt, er ist die Quelle des Lebens. Er selbst ist das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Weg Jesu ist das Reich Gottes. Die Wahrheit von Jesus ist das Reich Gottes. Das Leben Jesu ist das Reich Gottes. Erkenne, dass wir vom Reich Gottes umgeben sind, in das er wie ein Vater führt. Und die ganze Welt, alle Menschen sind unsere Geschwister.
liebe Schwestern und Brüder, ich lade euch alle ein, in dieses Reich des Gottesbewusstseins einzutreten oder hineinzuwachsen, wie es die arme gläubige Frau nach Erhalt der heiligen Kommunion mir gesagt hat. Nehmen wir Christus und das Reich Gottes in dieser Corona-Zeit ernster, denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde, Anstand heißt Abstand. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch noch einige anständige neue Tage. Bleibt gesund. Das ist der Wunsch dieser Tage. Auf Wiedersehen.